getan hat. And we can rejoice because of what he has done. Und wir können uns freuen aufgrund dessen, was er für uns gemacht hat. In fact, joy Freude is something like the expectation. You expected something. ist wie wenn du etwas But erwartest. in this world, we are making our life like this. Aber in dieser Welt haben wir unser Leben so gestaltet. We get a thing before we rejoice. Wir bekommen es, bevor wir uns darüber freuen. But faith is saying, Aber im Glauben gesehen, believe it that you have already get it and you will get it. glaube es, dass du es bekommen hast und du wirst es bekommen. That is the opposite. Und das ist I anders. think that is wise. Und das ist klüger. Because everything that you believe in your mind, Denn alles, was du in deinen Gedanken glaubst, you will get it. du wirst es bekommen. So I think let us believe something in our mind. Also lasst uns etwas glauben And let us believe something in our heart. und lasst uns etwas in unserem Herzen glauben. And when we believe in our heart, Und wenn wir in unserem Herzen es we glauben bring it out. und es rausbringen, That is what we get. dann ist es das, was wir bekommen. You know, what we are doing in the church, Was wir in der Gemeinde tun, as I was standing there, I put to tell you this, während ich dort stand, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich es euch sagen soll. is exercise. Es ist Übung. It's like you have been to school. Es ist so, als wenn du zur And Schule you do gehst the theory. und die Theorie You machst go back there and do the practicals. und dann in die Praxis rausgehst. So as what we are doing here Also was wir hier tun, is theory. ist Theorie. When you go home, Und wenn wir nach Hause go and gehen, do the practicals. dann lasst uns das praktisch werden. So when we are speaking in tongues 5 minutes here, Also wenn wir hier 5 Minuten in Zungen beten, it's theory. dann ist das theoretisch. Go home and do 30 minutes. Und dann geh nach Hause und mach es 30 Minuten. When we are reading the Bible here for 1 hour, Wenn wir hier die Bibel für 1 Stunde lesen, go home and do it for 2 hours. dann geh nach Hause und lese 2 Stunden. When we are having quiet time on worship, Und wenn wir eine stille Zeit haben, go im home and Lobpreis, have worship time. dann geh nach Hause und habe das Here Gleiche. is a practical time for you. We are doing some practicals here. Hier machen wir ein paar praktische Or we Übungen. are learning something Hier here. lernen wir etwas. So as what we are learning, Und was wir hier lernen, go out there. geh raus. What you heard today, Und was du heute gehört hast, go out there in the street and preach to somebody. dann geh raus und predige es jemandem. It's a practical thing we are doing. We are doing something so that we can do the practical out there. Es ist etwas Praktisches, damit wir es auch in der Praxis nutzen können. So don't take it as, oh, yeah, I can protect you. Lass es nicht so etwas sein wie, ja, ich bin in den Gottesdienst gekommen und dann gehe ich wieder nach Hause. No. Nein, We are learning something to go and do it. wir wollen etwas lernen, um es zu gebrauchen. Our motto is to know Him and to make Him known. Unser Motto ist es, ihn zu kennen und ihn bekannt zu To machen. know God and Gott make zu Him known. kennen und ihn bekannt zu machen. So I want you to get it in your heart Und ich möchte, dass du es in deinem Herzen verstehst and bring it out there. und dass du es rausbringst. God Amen. bless you. Will Gott dich Today segnen. we have our brother and our sister in our midst. Heute haben wir unseren Bruder und unsere Schwester in unserer Mitte That is wonderful. und das ist wunderbar. Last time we heard a message about them, Letztes Mal haben wir eine Botschaft von ihnen gehört, how to puzzle the house. wie wir uns zusammenpuzzeln. And we found out that the foundation is Jesus. Und wir haben festgestellt, dass das Fundament Jesus Christus And ist. those they are here, Und heute sind sie they hier. want to minister to us. Sie wollen uns dienen. So Claus and the wife, Also Klaus, we want to welcome you. meine That Frau, you are in wollen our euch midst willkommen today. heißen in unserer Mitte. Come front here, please. Kommt einfach nach vorne. Amen. Oh, yeah. Can do better. Can do more. Amen. Amen. Thanks for getting the permission to be here today. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen heute Morgen. It's a pleasure to be here, Und es ist uns ein Segen and it's good to see you again. und eine Ehre, euch hier wieder zu sehen heute. Da Alex bad os om at bede i tunger, When Alex asked us to pray in tongues, Als Alex uns gefragt hat, in Zungen zu beten, så jeg, hvordan en sol brød frem. I saw how the sun was emerging
habe ich gesehen, wie die Sonne heller wurde. Og den blev bare større og større og større. And it grew bigger and bigger. Und sie wurde größer und größer. At når vi bliver aktive i vores ånd, That when we get active in our spirit, Dass wenn wir in unserem Geist aktiv werden, så sker der noget. then something happens. dann geschieht etwas. Så jeg 3 solsikker. Then I saw 3 sunflowers. Und dann habe ich 3 Sonnenblumen gesehen. Den første, den kiggede nedad. The first one was looking down, Die erste, die sah so geknickt nach unten. Og der kom en masse regn. and there was a lot of rain, Und dann kam ganz viel Regen. Og jorden omkring den blev våd. and the ground around it was wet. Und sie herum war es nass. Og solsikken, den begyndte at rådne. And the sunflower started to rot. Und die Sonnenblume fing an zu verdorren. Den næste solsikke, The next sunflower looked up Die nächste Sonnenblume schaute op mod solen. against the sun, auf zur Sonne. Men der var ikke regn. but there was no rain, Aber da war kein Regen. Og bladene begyndte at visne. and the leaves started to fall off, Und die Blätter fingen an abzufallen. Og den begyndte at knække sammen. and it started to bow down. Und sie fing an einzuknicken. Den tredje solsik The third one Und die dritte kiggede igen mod solen. was again looking at the sun, guckte wieder zum Himmel. Regnen kom ned mod rødderne. and the rain came towards the roots, Und der Regen kam zu ihren Wurzeln. Og bladene var stærke. and the leaves were strong. Und die Blätter wurden stark. Den første solsikke, The first one Die erste, det er os, når vi kun har ordet. that's us when we only have the word. das sind wir, wenn wir nur das Wort haben. Det er så vigtigt for os at få vand til vores rødder. It's so important to get water to our roots, Es ist so wichtig, dass wir Wasser für unsere Wurzeln bekommen. Men det er bare ikke nok kun det. but it's not enough with only that. Aber das ist nicht genug. Den næste solsik var så fokuseret på, hvad ånden gør. The next one was so focused on what the Spirit was doing. Und die nächste, die war so drauf konzentriert auf das, was der Geist tut. Og det er også godt. And that's also good, but it's not enough. Und das ist auch gut, aber es ist nicht genug. Vi har brug for vandet. We need the water. Wir brauchen das Wasser. Den tredje solsikke, The third one, Und die dritte, det er os, når vi både har ordet, vi studerer, that's us when we have the word and we study og vi das sind wir, wenn wir das Wort studieren and we are going deep, und wir tief hineingehen søger ind i ordet. seeking into the word. und im Wort suchen. Samtidig, mens vi følger, hvor er ånden. At the same time when we are following where is the Spirit. Und das Gleiche, wenn wir dem Geist folgen. De her 3 solsikker, de fik klippet hovedet af. These 3 sunflowers got their heads cut off, Diese 3 Sonnenblumen, ihnen wurden die Blütenköpfe abgeschnitten. Og der var frugt i dem alle sammen. Der var alle sammen solsikkekerner i midten. and there was all fruits in every one of them. Und jede von ihnen hatte diese Sonnenblumenkerne in sich. Men når frugten fra den første solsikke blev kastet ud, But when the seeds from the first one was thrown out, Und als die Sonnenblumenkerne von der ersten ausgesät wurden, kunne de ikke rigtig bære til noget nyt. they couldn't do something new. sie konnten nichts Neues hervorbringen. Frugten var for blød. The fruit was too soft and too rotten. Die Kerne waren zu weich und zu verdorrt. Den The næste, next one, Die nächste, der var de meget tørre. they were very dry, they cracked. sie waren sehr trocken und sie brachen auf. Og den tredje, And the third one, Und die dritte, når de blev kastet ud, when they were spread out, als die Sonnenblumenkerne ausgeworfen wurden, så var der nye spirer. then there was new things coming up. neue Dinge kamen hervor. Så det handler om os, So it's all about us, Und es geht um uns, at vi husker begge dele. that we remember both, dass wir uns an beides erinnern. At det er vigtigt, at vi virkelig søger dybt. that it's important that we seek deep, Dass es wirklich wichtig ist, tief zu suchen. Men at vi også hele tiden er åbne for,
vej drejer vi nu. but also to be open to what way are we going now. Und auch offen sind für das, wo wir hingehen. So we need to know what way God He wants us to go. Also müssen wir wissen, wo Gott uns hinhaben möchte. When we worship God, Wenn wir Gott anbeten, then He shows Himself to us. dann zeigt er sich selbst uns. Then you can ask yourself the question, how does He do that? Und dann kannst du dich selbst fragen, wie macht er das? How do He show Himself to us? Wie zeigt er sich uns? How can I know that He is there? Wie kann ich wissen, dass er da ist? When I worship, Wenn ich anbete, He is there. dann ist er da. What Hannah just shared Was Henne gerade mit uns geteilt hat, shows me that God is here zeigt mir, dass Gott hier ist, because we worship Him. weil wir ihn angebetet haben. And He shows Himself for us. Und er zeigt sich uns selbst. Not a long time ago, Vor nicht allzu langer Zeit it was Pentecost. war Pfingsten And the Holy Spirit fell on the disciples. und der Heilige Geist fiel auf die Jünger. And in Acts 2, Und in Apostelgeschichte 2 we can read how it was when the Spirit fell on the disciples. können wir lesen, wie es war, als der Geist Gottes auf die Jünger fiel. And how they started to speak in other tongues. Und wie sie anfingen, in anderen Zungen zu sprechen. All accordingly to what the Spirit told them to say. Alles gemäß dem, was der Geist Gottes ihnen sagte. And we can read that the people around them was very obsessed or frustrated. Und wir können lesen, dass die Leute um sie herum sehr frustriert waren, Because they could hear the disciples speaking in their language. Also sie waren sehr erstaunt gewesen, dass die Jünger plötzlich in ihrer eigenen Sprache sprachen. And somebody said that, oh, they're just drunk. Und dann sagten einige, ach, sie sind nur betrunken. But in the middle of this, Aber in der Mitte dieses then Peter stands up stand Petrus auf and he starts speaking to them. und er fing an, zu ihnen zu sprechen. And in Acts 2, Und in Apostelgeschichte 2, from verse 14 von Vers 14 an and until 21. bis 21. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. For these are not drunk as you suppose, since it's only the third hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my menservants and on my maidservants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihm: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, das soll euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren
betrunken, wie ihr redet, sinnt mal, es ist die 3. Stunde am Tage. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Älteste sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich denselben Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Aufwand. Die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond in Blut, ehe denn der große und offenbare Tag des Herrn kommt. Und soll geschehen, der den Namen des Herrn anrufen werden, soll selig werden. If you read on in chapter 2 here, Wenn du hier im Kapitel 2 liest, then at the end of the speech that Peter is bringing forth here, am Ende dieser Predigt, die Petrus hier gibt, we can read that 3,000 people were added to the church. kannst du lesen, dass 3000 Leute der Gemeinde hinzugefügt wurden. 3,000 3000. just because of Peter. Einfach nur aufgrund von Petrus. Because he was obedient and stood up. Weil er gehorsam war und aufgestanden ist. And when we read through the Acts, Und wenn wir durch die Apostelgeschichte lesen, then we can see that all the apostles, all the disciples started to preach and about Jesus. dann können wir sehen, dass alle Apostel anfingen, über Jesus zu predigen. They talk about Jesus, they talk about the Holy Spirit, they talk about God. Sie fingen an, von Jesus weiter zu erzählen, von dem, was Gott getan hat, den Wundern. But if we look close, Aber wenn wir es uns genau ansehen, we can see that they had time together with the Lord. dann können wir aber sehen, dass sie Zeit hatten mit dem Herrn. They kept close to God Und sie waren Gott ganz nahe, through worship and prayer. durch Lobpreis und Gebet. Because when they did that, Denn wenn sie das getan haben, God could speak to them dann konnte Gott zu ihnen reden and things could happen. und Dinge konnten geschehen. In Acts 5, In Apostelgeschichte 5, from 12 to 15, von Vers 12 bis 15, and through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly. And believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Apostelhände, und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Der an der anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu tun, sondern das Volk fiel groß von ihnen. Es wurden aber immer mehr hinzugetan, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Weiber, also dass sie die Kranken auf die Gassen heraustrugen und legten sie auf Betten und baten, auf das, wenn Petrus käme, sein Schatten ihrer etliche überschattete. Just the shadow of Peter. einfach nur der Schatten von Petrus. Try and imagine that. Könnt ihr euch das vorstellen? The sun is shining. Die Sonne scheint You have a shadow when you walk out in the sun. und du hast wenn du in der Sonne gehst, einen Schatten. Sick people laying on the ground. Kranke Menschen lagen dort You're just passing a sick person. und du gehst einfach an einer kranken Person vorbei. And what happens? Und was passiert? They get healed. Sie werden geheilt. Just because that your shadow touches them. Einfach weil dein Schatten sie berührt. How could that happen? Wie kann das geschehen?